Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein, finde ich, spannendes Thema. Und zwar, ich probiere euch mal aufzuklären. Wir alle lieben Tuning und wollen am besten so wenig Geld wie möglich ausgeben. Und da habe ich mich verschalten und wollen aber gute Qualität und Leistung und dies und das. So. Jetzt wisst ihr ja, ich habe den 50er Sport ausprobiert. Ich habe selber schon mal einen Zylinder rumgeschnitzt. Hier ist jetzt momentan wieder der normale 70 Kubik Zylinder drauf. Vorher war der 70 Kubik Vierkanal drauf. Der ist aber ausgenudelt. Und da gab es ja schon, ich sag mal, eine Menge Hate, dass der nicht so gut lief. Und ja, da kann man aber nicht jetzt, da kann man nicht viel drüber sagen, weil der war halt schon ausgenudelt. Ich habe die Maschine gekauft, da hat er schon Rasse des Todes. Demzufolge hatte der natürlich auch nicht mal seine Leistung, wie er so haben hätte sollen. So, jetzt kommen wir zum folgenden Punkt. Jetzt habe ich mehrere Optionen. Der originale 70er, den ich jetzt hier drauf habe, den habe ich auch von irgendeinem Hinterhof mal für 10 Euro mitgenommen. Und ja, jetzt ist das Ding, also klar, die läuft jetzt gut mit den normalen 70er, kann man nicht meckern. Auch für meine Gewichtsklasse und Größenklasse, ne? Darf man ja mal nie vergessen. Jetzt ist es aber so, ich möchte gerne auf der Summe hier schon Leistung fahren. Also jetzt nicht Ultraleistung, hier 20 PS oder so. Ich meine, cool wäre es, aber dafür habe ich einfach das nötige Kleingeld nicht. Plus für super schnell fahren und so habe ich ja dann auch noch die Kawasaki stehen. Jetzt geht es aber darum, wir haben ja nicht alle viel Geld. Also zumindest die meisten von uns. Ich würde was testen wollen. Für euch und für mich. Und zwar geht es um die Firma Ostoase. Und jeder weiß eigentlich, Ostoase ist eine gute Firma, wenn es um Simson und Qualität geht. Jetzt habe ich da mal durchgeguckt. Ich hätte ja die Option gehabt, meinen 70er Vierkanal schleifen zu lassen. Plus neuen Kolben wäre ich so bei 70, 80 Euro rausgekommen. So. Und da weiß ich aber, dass der zumindest gut läuft. Der läuft zwar nicht super krass wie ein JW-Sportzylinder, aber der läuft halt gut. Dann habe ich ein bisschen auf der Seite rumgeschnüffelt und habe gesehen, dass sie für, ich müsste mal gucken, wie das Angebot jetzt war, ich blende es mal ein, den genauen Preis. Ich glaube, es waren 79 Euro oder so. Also für einen super Preis auf jeden Fall. Ne? Einen fertigen 70 Kubik Vierkanalzylinder zum Verkaufen haben. Neu. So, da habe ich mir jetzt gedacht, komm, weißt du was? Ich probiere das jetzt einfach mal aus und werde den bestellen und werde auch noch anhand von den guten Videos von Zweiradgeber die Kanten aufbrechen und so, weil die schlagen das ja alle vor. Also ich werde euch da auf jeden Fall komplett mitnehmen. Ich habe den jetzt bestellt. Wenn ich den einbaue, nehme ich euch noch mal per Video mit. Wegen Kantenbrechen und wegen Einbauen und hast du nicht gesehen? Damit man das genau nachverfolgen. Also ich will das so machen, ich will, dass man das nachverfolgen kann. Was denn nun was bringt. So ein bisschen. So, ja, auf jeden Fall wird er jetzt die Tage kommen. Dann bauen wir das Ding ein. Und ja, dann heißt es Daumen drücken, dass das Ding läuft. Beziehungsweise wie gut es läuft, weil man weiß ja noch, als ich den 60er eingebaut habe, das war auch so ein MZA nur 15 Ding. Da lief jeder 50er lief da besser. Aber das hatte auch damit zu tun, weil das komplette, der Kolben und die Laufbuchse war komplett verschoben. Du hattest quasi oben, ich glaube 2,5 mm Quetschkante, so, das kann ja nicht funktionieren. Dann hat man den oben am Kopf abgeschliffen, hat dann aber festgestellt, dass der hätte quasi unten abgedreht werden müssen, weil die ganze Laufbuchse quasi in die falsche Richtung verschoben war. Also es war richtig, richtig Katastrophe. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen bestellt, wie für die goldene Simmer, die braucht schon lange mal eine Telegabeüberholung. Da werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein separates Video machen, weil das interessiert ja auch viele. Was habe ich noch bestellt? Ja, so ein bisschen Kleinkram. Was halt ein bisschen blöd ist, ich wollte eigentlich diesen Monat das Baby hier endlich mal lackieren und die goldene auch auf Schuss bringen. Ja, jetzt kommt aber natürlich mal ein Auto mit einem TÜV dazwischen und da muss ich jetzt erstmal da mein Geld investieren. Ja,
Also dauert das wahrscheinlich noch einen Monat länger. Aber ich sag mal so, ich finde es nicht so wild, weil umso wärmer es draußen ist, umso einfacher habe ich es mit der Lackiererei, weil meine Werkstatt muss ja dann auch eine gewisse Grundtemperatur haben, damit man vernünftig lackieren kann. Ja, so ist auf jeden Fall momentan der Plan. Und ja, es kommen jetzt auch wieder öfters Videos. Weil ich hatte ja jetzt echt eine lange Lücke durch Krankheit und so weiter. Jetzt bin ich aber wieder gesund und ja, jetzt kann durchgezogen werden. Denke ich, hoffe ich mal. Was ist denn hier schon wieder? Ach, hier wird irgendwas saniert, glaube ich. Ja, dann hätte ich ja noch die Idee gehabt wegen den 70er. Und zwar, was ich ein bisschen kurios finde. Und zwar wird er mit 9,1 PS, glaube ich, angegeben. So, jetzt kommt es aber mit einem BVF 19, aber mit Serienauspuffen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht so krass vorstellen, dass er mit Serienauspuff dann die Leistung haben soll. Also allgemein, ob so ein günstiger Zylinder 9 PS schaffen kann, das ist ja auch die Frage. Also Fragen über Fragen. Das Problem ist, ich habe jetzt halt leider keinen originalen Auspuff mehr liegen. Ich habe halt nur den AOA 2 Umbau von der goldenen und hier von CT Tuning den AOA 3 mit 32er Krümmer. Man könnte beide mal austesten, aber schwierig. Cooler wäre es halt das Ganze nochmal mit einem Serienauspuff, damit man wirklich sehen kann, wie auch so der Leistungsunterschied wäre von AOA 2 und AOA 3. Da müssen wir mal gucken, vielleicht kann man da noch irgendwie was organisieren. Mal gucken, ob ich überhaupt noch Release kann oder so. Wie gesagt, ey, ich bin jetzt ewig nicht gefahren. Alter, oh mein Gott, wie ein Anfänger. Bitte nicht, oh mein Gott. Das war knapp. Ich muss aber noch sagen, die Umstellung auf Tomaselli-Lenker mit Wheelies ist echt, es ist so ekelhaft. Also ich kann jedem nur empfehlen, wer Wheelies üben will und anfangen will, neben Enduro-Lenker oder der heiß beliebte Pro-Taper, viel einfacher, weil das Gewicht irgendwie auf einer ganz anderen Ebene ist mit den Tomaselli-Lenker. Das ist ganz komisch. Ich glaube, ich kenne auch kaum einen, der mit einem Tomaselli-Lenker überhaupt Wheelies macht, so auf YouTube. Ich glaube, die haben alle einen Pro-Taper oder einen Enduro-Lenker dran. Beim zweiten mal probieren. Das Ding hat auch, also der 70er hier, naja, Leistung kann man nicht von reden. Leck mich in den Tisch. Hat halt ein ganz schwieriges Leistungsband. Gut, das wird ne. Ja, jetzt mache ich schon mal Wheelies wie ein Bekloppter. Warum soll es halt gar nicht gehen? Herrlich. Gut, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, Peace, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.